So, also es kann jetzt losgehen mit dem nächsten Input. Den bringt uns Jakob Gruhl. Jakob Gruhl ist hier vom ZIMT und er ist Kulturwissenschaftler, lebt in Leipzig und arbeitet aber in Halle. Stimmt das? Und er hat einen Abschluss in Museologie und widmet sich vor allem der elektronischen Musik und spielt mit verschiedenen Instrumentalisten. Er hat zusammen mit Stefan Kloß die Ektoplastik gegründet. Und das ist eine Gruppe, die im Bereich zwischen Musik, Kunst und Technologie aktiv ist. Und ihr habt eine App entwickelt, das Projekt Maze Tools. Das verbindet Klanggestaltung mit visueller Interaktion. Und mit dieser App habt ihr auch einen Award gewonnen, den in der Kategorie Sound Art Maze Tool Sonny Face. Und dabei habt ihr zusammen, du zusammen mit Stefan Kloß, einen visuellen Synthesizer mit einem Groove-Sequencer verbunden. Und die Software bietet die Möglichkeit, verschiedene elektronische Musikstile auf verschiedenen Endgeräten zu entwickeln. Der Vortrag von Jakob heißt, wo sind wir denn? Hier. Einführung in 3D-Audio und Immersive Streaming-Lösungen. Viel Spaß, Jakob. Dankeschön für die Vorstellung. Ja, ich bin Jakob vom ZIMT. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit immersivem Audio im Rahmen der Tätigkeit von Ektoplastik und eben unserem Projekt Maze Tools. Und das ZIMT, das gibt es jetzt schon seit knapp 2 Jahren und seither haben wir mehr als 20 Veranstaltungen gemacht, alle mit dem Medium 3D-Audio. Und ich möchte euch gern heute näher erklären, was es genau ist und wie wir da gestreamt haben, wie man das streamen kann und welche Tools ihr nutzen könnt. Genau. 3D-Audio, dazu gibt es eben verschiedene Begriffe auch, also im angloamerikanischen Raum spricht man vor allen Dingen von Spatial Audio, es gibt auch Ambisonics oder Binaural Audio, Surround Sound, Dolby, Wellenfeldsynthese, das sind alles Begriffe für Techniken, die zur Erschaffung und Nachbildung akustischer, virtueller Realitäten genutzt werden. Und diese tauchen dann im Film auf oder in der Musik oder im künstlerisch oder in Games, Experiences oder der Medizin oder in Kombinationen von all diesen Dingen. Und wichtig ist, es ist sozusagen einerseits Technologie, es ist aber auf der anderen Seite auch Medium, es ist Format und es ist auch ein Stilmittel. Und wichtig ist sich immer noch mal zu vergegenwärtigen, es geht immer wieder um die Art und Weise, wie Menschen hören. Also die Ohren sind links und rechts vom Kopf und ermöglichen so eine 360-Grad-Perspektive von unserer akustischen Umgebung. Und die wirkt zusammen mit dem Hohlraum unseres Schädels, in dem die Frequenzen überhaupt schwingen können. Und man kann auch mit dem ganzen Körper Frequenzen wahrnehmen. Zum Beispiel tiefe Frequenzen, die spürt man eher mit dem Körper, weil dann sozusagen ein größerer Raum zum Schwingen gebracht wird und das fühlt man dann. Und bewusstes Hören meint eben die menschliche Wahrnehmung der akustischen Realität mit natürlichen Geräuschen und eben auch künstlichen Geräuschen. Also wenn ich jetzt kurz still bin, hört man die Lüfter vom Beamer, man hört vielleicht sich selber atmen, man hört irgendwie einen Scharren vom Fuß auf dem Boden, man hört vielleicht das dumpfe Geräusch, wenn draußen ein Auto vorbeifährt und wenn man noch genauer hinhört, hört man vielleicht dann auch generell die Stadt auch oder wie so ein Grundrauschen oder so. Und diese künstliche Nachbildung unserer hörbaren Umgebung ist immer auch eine technisch-physikalische und eben eine biologische, weil wir eben diese hören. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier rede, bin ich eine Schallquelle. Ich rede hier in das Mikrofon rein und
Dieses wird verstärkt und über den Speaker wiedergegeben. Und das Gleiche wird dann sozusagen in der gleichen Intensität mit dem gleichen Klang und dem gleichen Frequenzbereich in den Stream gegeben auf den Kopfhörer. So, und der Kopfhörer hat aber zwei Lautsprecher in dem Sinne, zwei Kanäle. So, also kann ich zum Beispiel dieses Signal, dieses eine Signal, was von dem Mikrofon geht, könnte ich jetzt einfach teilen und sagen, okay, ich teile das Signal und beide Kopfhörerseiten kriegen das gleiche Signal. Und eigentlich wird es dann gleichmäßig verstärkt, da kann ich alles gut verstehen. Und genauso ist es im Raum. Ich kann das eine Signal an alle Lautsprecher schicken und dann hören alle alles gleich gut laut. Oder ich kann eben auch eine Lautsprecherquelle einfach nur nehmen, die so laut ist, dass davor alle irgendwie tanzen können und Platz haben. Das ist dann reicht immer noch genau ein Kanal sozusagen, eine Bassdrum. Und wenn ich jetzt zwei Kanäle zur Verfügung habe, kann ich jetzt Stereo senden. Also es sind dann sozusagen immer Stereo meint immer zwei Kanäle. Und das heißt aber auch, ich kann den Ohren auf den Kopfhörern unterschiedliche Signale senden. Und das ist dann sozusagen schon ein künstlicher Eingriff. Also ich kann jetzt, die Person, die am Mischpult sitzt, kann sich jetzt überlegen, ich benutze jetzt diese Panning-Funktion, ne, das steht hier, Pan, bei dem einen Kanal, Pan, LR, kann jetzt überhaupt das Mikrofon sozusagen links auf das Ohr geben oder rechts auf das Ohr geben oder eben das sozusagen mischen. Und jetzt können zwei Leute Mikrofone haben und der eine könnte links sein, der andere könnte rechts sein oder könnten beide links sein. Die könnten aber im Raum hintereinander sitzen. Ne? Das hat gar nichts mit der Position zu tun, mit der, die im Raum vorherrscht eigentlich, mit der Realität, sondern das ist entkoppelt voneinander. Und da gibt es zum Beispiel dann so Stereo-Mikrofone. Da hat man dann die Möglichkeit, okay, wenn ich jetzt einen Dialog habe, können diese zwei Leute sich gegenüber sitzen. Ich mache dieses Stereo-Mikrofon in die Mitte und damit kann ich sozusagen das Aufnahmefeld generell erweitern. Also die sind dann gleich zu hören. Und wenn ich das dann zum Beispiel mit dem Kopfhörer höre und gerade mit so einem Mikrofon, dann habe ich wirklich das Gefühl, okay, diese Leute sind wirklich so links und rechts, die sitzen sich irgendwie so gegenüber. Und das ist dann schon ein ziemlich immersives Gefühl halt, wenn man da genau in dieser Mittelposition ist. Und jetzt ist sozusagen die Frage, okay, wie kriege ich, jetzt habe ich schon so ein weites Feld, so, aber wie kann ich das jetzt noch erweitern? Wie kann es wirklich um den dreidimensionalen Raum gehen, diesen halt abzubilden? Und da wurden so 3D-Mikrofone entwickelt, also im Prinzip schon so in den 60er und 70er Jahren. Und dieses Problem ist eben lösbar dann geworden durch den sogenannten Ambisonic-Ansatz. Also es ist ein Mehrkanal-Mikrofon mit mindestens 3 oder mehr gleichgerichteten Achsen, welches in dem Fall 4 Signale übermittelt. Und dieser Ambisonics-Decoder, der kann dann ein solches akustisches Abbild aufnehmen und wiedergeben. Und die Wiedergabe ist dabei entscheidend, weil sonst habe ich ja immer, dass ich ein Lautsprechersystem habe mit zum Beispiel 2 Lautsprechern. Und um ein räumliches Signal wiederzugeben, brauche ich aber mindestens 4. Also damit in jeder Ecke zum Beispiel 1 ist. 4 oder mehr. Es können dann mehr sein, es können 7.1. Viele kennen noch 5.1 aus den 2000ern. Und die geht dann aber weiter bis eben, ja, hier im Zimt 32 Lautsprecher. Und wichtig ist dabei, dass dieser Ambisonics Decoder jetzt nicht sagt, okay, ich schicke jetzt genau das Signal so raus, dass es an genau die Speaker das Signal geht, sondern die Speaker sind alle gleichberechtigt, die funktionieren alle in einem System. Und hier sieht man mal, wie das dann in so einem Schema aussieht. Und an dieser Position, wo dieser Mensch sitzt, ist sozusagen das Mikro.
Und so wie das Mikrofon an der Stelle dann sozusagen den Sound aufnimmt, genauso kann diese File dann genommen werden und abgespielt werden über den Player, der das kann, und kann das dann eben so adäquat wiedergeben auf so einem Soundsystem, eben wie hier im Zimt. Und hier sieht man eben, dass es sozusagen wie so Ringe bildet. Also es gibt im Prinzip hier im Zimt 4 Ringe mit jeweils 8 Lautsprechern, die übereinander gehen. Und so wie es eben beim Bild, also beim Visuellen eben eine Ordnung, eine Auflösung gibt, gibt es eben auch beim Sound, bei diesen Ambisonic-Decodern eine Ordnung. Und die entspricht sozusagen der Auflösung. Dann gibt es dann erste Ordnung, zweite Ordnung, dritte Ordnung, vierte Ordnung, bis zur 7. Ordnung. Und das Ganze meint sozusagen die Auflösung, die sich vor allen Dingen auch in der vertikalen widerspiegelt, weil die vertikale Achse ist immer das, wo wir mit der Wahrnehmung sehr darauf getriggert sind, immer nur so auf diesen, sage ich mal, 1 bis 2 Meter Höhe, mit der wir uns mit den Ohren befinden, uns zu navigieren und da die Sachen wahrzunehmen. Und alles, was aber oben ist, ist dann schon sozusagen aus der Reichweite, da muss es immer sehr extrem sein. Und wenn wir hier Konzerte gemacht haben, da haben wir uns eines Prinzips bemächtigt, das sogenannte Kunstkopfprinzip. Das Prinzip ermöglicht mit nur 2 Kanälen ein räumliches Signal aufzuzeichnen, welches im Prinzip den ähnlichen Maßstab entspricht, so wie wir eben hören. Das heißt, es ist ein Kopf und in diesen Ohren, die da möglichst genau abgebildet sind oder nachmodelliert sind, sind Mikrofone drin. Und diese Mikrofone nehmen eben den gleichen Abstand, so ungefähr, das sind natürlich immer Mittelwerte und so, so wie wir das hören. Und wenn jetzt im Zimt ein Konzert stattfindet, kommt sozusagen ein Mehrkanal-Sound aus diesen ganzen Lautsprechern. Und in der Mitte des Raumes wird dieser Kunstkopf platziert. Und weil eben in der Mitte die Position ist, wo man eben das Verhältnis wirklich zu diesem räumlichen Sound besonders gut wahrnimmt. Und da wird der Kunstkopf platziert und ermöglicht eben dieses immersive Hörgefühl, hat aber eben nur 2 Kanäle, also das ist sozusagen relativ sparsam in Anzahl der Kanäle, komme ich gleich noch dazu. Und hier im Zimt mischen wir aber zu den 2 Kanälen immer noch das Signal von den Künstlerinnen eben hinzu, das digitale Signal, das Signal, was die Leute hier im Raum hören. Aber es bleibt sozusagen auf einer digitalen Ebene und da wird dann dieses Signal, was zum Beispiel dann 16 hat oder je nachdem, mit wie vielen Kanälen die Künstlerin jetzt arbeitet, das dann auch nochmal runtergemischt, digital eben auch auf 2 Kanäle, auf ein binaurales Signal. Da gibt es dann spezielle Plugins, die können das. Und da wird das sozusagen quasi virtuell an die menschlichen Gegebenheiten angepasst und dieses Originalsignal verleiht dem Sound dann eben eine besondere Tiefe. Also man hat einerseits den Kunstkopf als echtes Mikrofon und das ermöglicht eben diesen natürlichen Raumsound, wie man den eben kennt von einem Konzert, ne? Wenn dann jemand irgendwie sich räuspert oder hustet oder sowas halt. Das hört man dann auch im Stream, also wenn man mal genau darauf achtet und sich die Konzerte nochmal anschaut, so, da hört man immer mal wieder irgendwas. Eine Flasche fällt um oder irgendwas, aber dieser Charakter, der macht halt wirklich diesen Live-Charakter aus, obwohl die ganzen Künstlerinnen dort alle nur digital spielen. Ne? Und auf der anderen Seite hat man aber eben das digitale Signal, was dazu gemischt wird und das gibt dann die Tiefe. Also das heißt, du kannst es dann voll aufdrehen, du kannst es dann auch theoretisch, am besten ist, man hört es mit Kopfhörer und Subwoofer. So, das ist so die beste Kombination. Weil man dann eben auch wirklich dieses reine Signal hat und echt schön aufdrehen kann. So, und dann wird es immersiv sozusagen, weil man wirklich das hört und wenn dann einer irgendwie hustet oder so, dann schreckt man vielleicht
schreckt man vielleicht und denkt, da ist einer, der hustet, aber das war eigentlich im Stream. Genau, also was man da aber noch beachten muss, und das ist dann an dieser Stelle ganz wichtig, diese Latenz auszugleichen, weil du hast ja einerseits dieses Mikrofon, diesen Kunstkopf in der Mitte des Raumes, der ja aber das erstmal hören muss, was da um ihn oder sie herum passiert, und da ergibt sich natürlich eine Latenz, also die dann im Programm, bevor man das streamt sozusagen, ausgeglichen werden muss. Das heißt, das Signal, was von der Künstlerin kommt, muss dann immer erstmal warten noch auf den Sound von dem Kunstkopf. Und dann wird es sozusagen, das muss man sich vorher ausrechnen in einem Test, und dann kann man das übereinander legen und dann ist das eben Sync. Und dann kommt das nächste, man muss dann natürlich immer noch darauf achten, dass es auch Sync mit dem Bild ist. Also, dass das wird dann auch nochmal abgeglichen mit den Kameras. Da muss dann sozusagen nochmal eine Latenz eingebaut werden. Es sind im Prinzip 2 Latenzen, die man einbaut. Wie bin ich in der Zeit? Ich glaube, also wir haben 10 Minuten mehr Zeit, von daher du hast schon noch 5 Minuten hast mindestens noch. Okay. Nee, 10. Ja, 10. Okay. Und warum ist diese binaurale Abmischung überhaupt notwendig? Kann man nicht eigentlich einfach so dieses Mehrkanalsignal irgendwie auch streamen? Das wäre doch eigentlich cool. Das Problem ist halt tatsächlich dann die Plattformen, die das eben beschränken. Ne? Die geben vor allen Dingen, die Priorität liegt halt auf dem Bild. Das braucht halt also ein Vielfaches an Daten, die übers Internet geschickt werden, sind generell Videodaten. Ich weiß gar nicht, da gibt es Statistiken dazu, das ist der Wahnsinn. Sounddaten sind dagegen halt echt viel kleiner und trotzdem wird dann sozusagen an der Stelle gespart. Also es gibt bei YouTube und Twitch eben die Möglichkeit, eben Stereo zu streamen, und das ermöglicht dann eben auch diese binaurale Wiedergabe, also für 2 Kanäle. Instagram zum Beispiel ist aber nur Mono, ja, weil das ja darauf ausgelegt ist, das Format, dass es ja nur das Mikrofon gibt von dem Telefon. So, dann brauchst du auch nur eine Quelle sozusagen. Und Facebook, was jetzt sozusagen Meta ist, aber die Facebook-Plattform, die hat ja einen eigenen Video-Streaming-Dienst und da haben die eben dieses Facebook 360 und da haben die tatsächlich die Schnittstelle eingebaut, dass man ein Ambisonic-Signal einbinden kann. Jetzt habe ich hier ein bisschen was übersprungen. Hier sieht man noch kurz diesen Kunstkopf, wie wir ihn hier benutzt haben. Genau, und dieses Facebook 360 ermöglicht eben so ein Setup zum Beispiel. Da gibt es eben 4 Kanäle, die werden eben durch diesen Zoom VR Recorder rausgegeben. Der hat eben so ein 3D-Mikrofon und obendrauf ist eine 360-Grad-Kamera. Das ist auch so eine Ricoh Theta. Und das Setup, das ist verhältnismäßig günstig so, ne? So ein, vielleicht so 400 Euro oder sowas, ja, oder gebraucht ein bisschen günstiger. Die Kassensysteme, die Facebook da zum Beispiel empfiehlt, um sowas zu machen, die sind halt wesentlich teurer. Das sind Kameras, die 360-Grad-Kameras, die eben sowas mit implementiert haben. Da geht es dann 2.000, 3.000 Euro halt. Die können dann aber tatsächlich auch multikanal dann sozusagen das aufnehmen oder die haben Inputs oder whatever. Das kann man aber eben auch so auch anders lösen. Und das Setup so habe ich tatsächlich schon mal getestet. Und das hat tatsächlich auch so funktioniert, dass wenn man dann innerhalb dieses Facebook-Players zum Beispiel, den habe ich dann auf dem Bildschirm und dann kann ich dann mit der Maus die Position eben verändern von der 360-Grad-Kamera, von dem Bildausschnitt, den ich sehe. Und da funktioniert es dann wirklich so, dass sich dann auch der Ton entsprechend eben verändert. Je nachdem, wie der Bildausschnitt ist.
Und das ist halt ein System, das hat Apple jetzt eingeführt, das sogenannte Apple Music 3D-Audio-System, was eben auch über Kopfhörer funktioniert, aber eben auch die Bewegung des Kopfes mit einbeziehen kann. Das können die VR-Headsets sowieso schon, aber für den Massenmarkt, das ist halt interessant, dass Apple dieses System eingefügt hat, weil es natürlich Künstlerinnen viel mehr Möglichkeiten bietet, solchen Content zu produzieren, weil die den eben distributen können. Das war eben vorher so nicht möglich. Aber hier gibt es nochmal eine andere Anleitung. Ich habe die Links dann auch nochmal zusammengefasst, auch zu den ganzen Sachen, die ich vorher gesagt habe. Soundcheck.eu, das ist Alexander Caro, der wohnt in Markkleeberg und ist Professor an der Universität Köthen. Und der hat halt ein System entwickelt, das ermöglicht tatsächlich zurzeit schon mit 16 Kanälen ein Konzert, was wir hier im Zimt machen würden, komplett zu streamen in eine andere 3D-Sound-Location mit allen Kanälen und das dort wieder so wiederzugeben, so wie wir das hier hören. Und er hat zum Beispiel mit diesem Soundcheck.eu hat er angefangen, Peer-to-Peer ein Musik-Collaboration-System zu machen, wo man in Echtzeit miteinander Musik machen kann übers Internet. Also wir haben das getestet, er war in Markkleeberg, wir waren hier, da waren wir bei einer Latenz von 20 Millisekunden. Und das ist schlecht, hat er gesagt. Also eigentlich geht das gar nicht. Also wir hätten eigentlich unter 10 sein müssen. Und dieses System funktioniert auf, glaube ich, bis zu 1000 Kilometern, mit einer Latenz, die eben verträglich ist. Ich glaube, bis zu 25 Millisekunden ist, glaube ich, verträglich. Und der hat jetzt nicht nur daran gearbeitet, sondern der hat dann auch gesagt, hey, wie wäre es, wenn ich mehrere Kanäle übertragen könnte? Eben 3D-Audio, 4 Kanäle und eben jetzt bis zu 16 Kanälen. Und das ist halt der Wahnsinn. Also vieles läuft eben auch über die Hochschule Anhalt in Köthen, wo er ja Professor ist. Und er hat zum Beispiel jetzt in der Pandemie es ermöglicht, dem Leipziger Gewandhauschor eine Echtzeitprobe zu ermöglichen. Über sein System, wo der Server dann in der Mitte von der Stadt sozusagen installiert war, eigentlich in der Uni, neben dem Gewandhaus witzigerweise. Und da war ein virtueller Mixer und da konnten dann wirklich alle in Echtzeit miteinander eine Chorprobe machen. Ne? Also das kennt man ja vom Telefon, das kannst du ja vergessen. Da kannst du ja nicht, hast ja so krasse Latenzen oder über Zoom und so weiter. Und das ist wirklich was Krasses. Genau, und der will uns halt auch supporten hier, dass wir Konzerte vom Zimt eben auch streamen können mit eben mehrkanalige Konzerte streamen können an andere Locations. Und so hat man eben den Vorteil, dass man ein Konzert in der gleichen Intensität eben auch in Planetarium Jena oder in ZKM Karlsruhe oder in La Capsula Milano, Special Sound Institute Budapest. Die haben alle solche Systeme, aber im Prinzip gibt es zu wenig Content. Und da ist es halt cool, wenn man auf die Art und Weise den Content sharen kann. Ich habe jetzt nochmal zusammengetragen, diese einzelnen Sachen, da findet man wirklich sehr gute Beschreibungen auf Wikipedia. Man kann immer mal zwischen den englischen und deutschen Posts hin und her switchen. Also manchmal sind die englischen ausführlicher, manchmal sind die deutschen ausführlicher. Hier gibt es auch noch, das muss auf jeden Fall noch Erwähnung finden, eben von der Universität Graz. Die Universität Graz ist wirklich führend in der Entwicklung von 360 Grad und so einem Videoplayer haben die entwickelt, diesen High Order Ambisonic ST 360 Grad Videoplayer. Der ist halt wirklich krass, der kann eben auch mehr streamen als nur 2 Kanäle, also der kann, glaube ich, 4 auch streamen, wenn man jetzt kein Facebook benutzen will. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Der muss aber implementiert werden, sozusagen. Da gibt es eben ein GitHub-Projekt. Und sehr zu empfehlen sind eben die IEM-Plugins, die Plugin-Suite. Die sind nicht nur für Mehrkanal-Sachen praktisch, weil die eben sehr effizient
arbeiten und sehr viele Spuren gleichzeitig handeln können. Die kann man auch so benutzen. Also es ist eine Free Plugin-Suite, die kann man sich runterladen. Da gibt es alle möglichen Plugins, Multiband-Kompressoren, Equalizer etc. Hier habe ich nochmal eben diese 2 Anleitungen mit drin, wo man wirklich so Step by Step beschrieben hat, wie man dieses System aus 360-Grad-Kamera und diesem Zoom-VR-Player implementiert oder das eben testen kann und eben nee, genau, das eine ist nur die Kamera, wie kriegst du überhaupt erst die Kamera zum Laufen, und das zweite ist hier genau, ist dann eben mit Zoom VR-Player. Genau. Ja, Jakob, vielen Dank. Dankeschön. Es war mir auch nicht bewusst, dass der Ton auch 3D ist bei den 3D-Aufnahmen. Hat es von euch jetzt noch Fragen oder auch schon Diskussionspunkte? Wir machen bis, würde ich sagen, so um halb mal gezielt noch auf den Vortrag hier eine Diskussion, und danach oder 5 nach halb, würde ich sagen, gehen wir auf die allgemeinen Arbeitsfragen vom gesamten Tag. Ja. Hallo, mein Name ist Dejan, ich mache schon länger Musik und habe auch früher schon für VR entwickelt, und ich wollte nur kurz noch was zu den Latenzen beitragen, weil ich mich da ein bisschen diffiziler auskenne. Und zwar also, du hast ja gemeint 20 Millisekunden, hat sich der Kollege beschwert, dass es gar nicht geht, und also wir Musiker sagen eigentlich so 10 Millisekunden sind gerade noch erträglich, dass man das nicht mehr richtig spürt und dass man dazu spielen kann. Bei VR sind es allerdings dann schon 3 Millisekunden, wo es dann schon so Richtung Sehkrankheit geht, wo es richtig anstrengend wird für den User, die Erfahrung zu ertragen auf eine längere Zeitspanne wie eine Minute oder so. Ich wollte es nur mal kurz beitragen, dass vielleicht alle noch ein bisschen besseres Bild davon kriegen. Meinst du jetzt 3 Millisekunden in der Verzögerung von Bild und Ton? Oder? Nee, bei VR geht es tatsächlich wirklich um das Visuelle, und bei dem Ton sind es dann schon 10 Millisekunden, die man eigentlich noch ertragen kann, ohne das wirklich mitzukriegen, ja. Ohne dass es störend ist. Ja. Genau, das wollte ich eigentlich nur kurz dazu beitragen. Danke. Wie sieht es bei euch anderen aus? Habt ihr hier im Zimt noch mehr Erfahrungen mit dem Mehrkanalton gemacht? Gibt es andere? Niki? Wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen enttäuscht von der ersten Hälfte deines Vortrags. Ich habe mir sozusagen gewünscht, dass wir gleich im Erwachsenenbereich eintreten sozusagen. Also ich weiß aber nicht, wie die Voraussetzungen bei den anderen sind. So von daher war es ein bisschen schade, weil das, was für mich interessant wurde, kam jetzt zum Schluss, und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir das tatsächlich hier auch noch praktisch erfahren können im Zimt, wie sich's anfühlt sozusagen. Gibt es da noch eine Möglichkeit, das auszuprobieren? Also ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man bewusst hört, ja, also wenn man bewusst hört, kann man sozusagen das, was vorstellbar ist, für ein 3D-Audio virtuell und künstlerisch und künstlich zu arrangieren, halt eigentlich erst möglich ist, das zu erfahren, ne? Weil das andere ist ja nur eine Abbildung der Realität. Ja, vielleicht sollte ich dazu sagen, ich gebe unter anderem Workshops in Deep Listening, von daher ist das für mich halt sozusagen Teil meines täglichen Brotes. Also das Hören kann ich schon, aber mich interessieren eben tatsächlich die Möglichkeiten, das im virtuellen Raum umzusetzen. Und genau das, was du erzählt hast, also ihr macht das mit einem relativ günstigen Setup. Normalerweise stellt man sich das eben immer sehr, sehr teuer vor. Auch. Das war jetzt nur ein Beispiel. Das günstige Setup war nur ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel beim Immersive Sound Festival letztes Jahr von der Universität Weimar einen Kunstkopf zur Verfügung gestellt bekommen von Neumann, den ich hier auch gezeigt habe. Der kostet 8.000 €. Und das sind dann halt gleich mal Dimensionen. Das geht halt
sehr schwer. Genauso ist es, wenn man sich vorstellt, das 3D-Audiosystem, was hier drüben installiert ist, was wir jetzt auch nicht hören können, weil es natürlich auch gar nicht möglich ist, das irgendwie jetzt dann zu streamen oder so. Oder man müsste sozusagen ein komplettes Setup halt ändern, damit wir jetzt das allen ermöglichen, daran zu partizipieren. Und auf der anderen Seite sind ja viele Konzerte auch, die jetzt kommen. Also es gibt ja einen wirklichen Jahresplan mit geplanten Konzerten, die schon sicher sind, wo man das dann eben auch wirklich hören kann. Und die Sache mit dem 3D-Audio und dem normalen Audio ist natürlich eine Sache, wo ich denke, es sehr wichtig ist, auf diese Basics zurückzugehen, weil das ein fundamentaler Bruch ist eigentlich mit der Technologie, die wir bis jetzt halt kennen. Die Telefone und diese VR-Headsets und so, dass die diese ganzen Decoder und Player implementiert haben, ist im Prinzip einfach so passiert. Aber da hat keiner irgendwie wirklich jetzt eine Vorstellung davon, weil es sich immer noch gleich anhört. Ja, also geht es sozusagen darum, dass man dieses bewusste Hören eigentlich voranstellen muss, denke ich mal. Achim? Ja, ich hätte jetzt auch noch die Frage, also ihr habt ja schon Konzerte übertragen im Streaming und die Menschen zu Hause haben jetzt keine besondere Technologie, um das wieder gegeben zu bekommen. Was empfiehlst du da für, weiß nicht, reichen irgendwelche Kopfhörer oder muss man da bestimmte haben? Nee, also es reichen auf jeden Fall ganz normale Kopfhörer. Man kann sich halt zum Beispiel auch ganz einfach ein Quad-Setup machen. Ich zum Beispiel habe das in meinem Studio einfach 4 Lautsprecher, die ich dann anordnen kann und jeweils in einer Ecke, und das reicht schon, um so ein System zu simulieren. Aber eigentlich, und ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Sommer hier ein Konzert gespielt, habe ich das mit dem 4-Kanal-System getestet. Das ist schön und gut, aber eigentlich kann man das erst so richtig wahrnehmen, wenn man in der Mitte des Raumes hier im Zimt steht und dieses 32-Kanal-Lautsprechersystem um sich herum wahrnimmt. Und erst während der Show, als ich den Content, den ich vorher vorbereitet habe, hätte ich am liebsten angefangen, einfach gar nicht mehr das Setup zu spielen, was ich vorbereitet habe, sondern eigentlich anzufangen zu improvisieren, weil eigentlich ist das der Raum, wo und die Intensität und die Lautstärke und der Moment halt, wo eigentlich erst dieses künstlerische Schaffen in eine neue Dimension übergeht. Und da ist es sozusagen ein super großes Gap zwischen dem, was man irgendwie mit Kopfhörern sich so vorbereiten kann, und dem, wo man in dem Raum steht und es mit dieser ganzen Intensität eben spürt. Und ja, genau, ich habe nämlich was mit. Das ist so, das war mal so ein Flop von Sennheiser, das Ambeo-Headset. Also das ist im Prinzip ein Headset, das funktioniert, letztendlich kann man seinen eigenen Kopf zum Kunstkopf machen. Das hat sozusagen hier so Mikrofone und hier sind sozusagen diese In-Ear-Stöpsel. Und das funktioniert aber eben nur mit dem iPhone. Aber da kann man zum Beispiel jetzt wenn man jetzt kein iPhone hat, auch nur ein gebrauchtes iPhone kaufen und dann für 39,90 diese Kopfhörer, die eigentlich mal 300 gekostet haben, aber es kauft halt niemand, weil wer braucht das in dem Sinne? Ne? Wer macht Binauralaufnahmen und wer braucht immersives Streaming? In dem Sinne. Aber die Erfahrung, das zu machen, ist halt wirklich für jeden individuell. Und wenn man da sitzt und zum Beispiel sich in einer Aufnahme anhört, wo man selber war und das selber nochmal sozusagen rezipiert, hat das wirklich einen sehr krassen persönlichen Effekt. Also es ist eine Experience in dem Sinne. Und das kann ich tatsächlich empfehlen, weil es halt witzig ist. Es ist so High-End-Technik und die wird jetzt so rausgehauen, weil es halt einfach nicht eingespielt hat. Ich wollte noch kurz erzählen, weil ich das Konzert von dem Immersive Sound Festival
habe ich ziemlich viel davon von zu Hause aus mit gehört und ich hatte eben keine absolut krassen Kopfhörer. Ich hatte sogar welche, die sehr schlecht abschließen und habe dann aber gemerkt, dass das total genial war, weil ich ab einem bestimmten Punkt tatsächlich nicht mehr unterscheiden konnte, was jetzt in dem Raum, in dem ich mich befinde, Geräusche sind und was bei euch passiert. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es war zum Beispiel so, dass ich saß halt an einer Wand und ich war aber mir permanent sicher, wenn zum Beispiel die Künstlerin reingelaufen ist, dass von hinten jemand reinläuft und habe das immer wieder vergessen, dass hinter mir eine Wand ist, weil habe ich immer umgedreht und gleichzeitig lief dann mein Mitbewohner irgendwie durch den Raum und das war gleich real für meine Ohren und das fand ich sehr spannend einfach und ein super krasses, einmaliges Erlebnis bisher. Also genau, war sehr schön. Ja, ich saß zum Beispiel auch oben in der Regie. Wenn man oben in der Pore sitzt, hat man eben auch nicht diese Perspektive und wir haben das dann auch mit Kopfhörern einfach nur gehört und es war ähnlich. Da hat dann auch irgendwer gehustet oder irgendwas und ich habe mich dann auch gleich intuitiv umgedreht. Ja. Ja, ich wollte mal fragen, wenn ihr dann solche Konzerte macht und die direkt Signale mit abnehmt, gerade im elektrischen Bereich, legt ihr dann sozusagen fix fest, wo sozusagen dieser Klang in diesem räumlichen Gebilde sitzt? Oder wie entscheidet ihr das? Macht ihr das auch mit Bewegungen? Gibt es da quasi diese Position eines Conductors, der sich nur darum, der Spatializer. Der Spatial Conductor, ja, das ist halt das, was das Konzert zum Beispiel von Felix Teufel und Robert Lipok war so, dass Robert Lipok halt den Content gemacht hat und Felix hat das dann spatialisiert, verräumlicht und er arbeitet auch an einem Plugin, was eben solche Sachen ermöglicht, also wo man zum Beispiel seinen Content in Ableton etc. Dann die einzelnen Quellen nehmen kann und die als Input-Signale nehmen kann und dann gibt es dann so eine räumliche Matrix, die ist bei solchen Kuppeln immer von oben gesehen. Also man schaut eigentlich immer auf den oberen Raum, auf den Raum nach oben und die Mitte ist ganz oben in der Mitte und die äußeren Bereiche sind sozusagen unten außen. Und so kann man dann Bewegungen durch den Raum initiieren, so wie man sich das eben vorstellen würde, wenn man jetzt, wenn man sich das zum Beispiel mit Touch vorstellt und das sitzt so ein Punkt und ich könnte den jetzt hier so durch den Raum schieben halt. Und diese Bewegung kann eben auch animiert werden. Und das Interessante ist halt, dass er ja diese Softwareentwicklung über so Förderprogramme halt jetzt schon vor ein paar Jahren initiiert hat und jetzt auch weiterentwickelt hat. Und dass die Künstlerinnen, die hier kamen, um die Konzerte zu spielen, natürlich so bestimmte Setups schon hatten, aber dieses ganze System, also dieses ganze Spatial Audio und so, das ist alles noch nicht so fix. Also es ist manche arbeiten mit den Plugins, manche arbeiten mit den Plugins. Es gibt eine super große Vielfalt an Entwicklungen, aber es gibt noch nicht das Ding so wie jetzt Ableton oder sowas halt. Es gibt natürlich Macs für die Leute, die super spezialisiert sind, so, die bauen sich dann selbst, gibt es dann auch Plugins, denn für die Spatial Patches, wo man sich das dann draufladen kann. Aber das System, was Felix zum Beispiel entwickelt, ermöglicht jemanden, der jetzt Ableton macht, halt relativ easy seinen Content zu spezialisieren und dann halt die Sounds durch den Raum zu schicken. Kannst du aber eben wirklich erst so richtig erfahren, du kannst es mit Kopfhörern zu Hause machen halt. Ja. Es gibt das kleinere Studio hier von der Not a Number, das hat 24 Lautsprecher, hat aber eine komplett andere Wirkung als der Raum hier, als der Zimtraum, weil die Distanzen einfach viel größer sind und gleichzeitig die Speaker auch. Also man muss halt ein gewisses Volume fahren, um diesen ganzen Raum, um das Ganze überhaupt erfahrbar machen zu können, wohingegen in dem kleinen Raum eben da schon geringere Lautstärken und alles ist ein bisschen kleiner so. Und wenn man was abmischt in dem kleinen Raum, heißt es aber auch noch lange nicht, dass es in dem großen Raum wirklich so klingt, wie es eigentlich in dem Kleinen klang, sondern dann muss man nochmal Feintuning machen. Deswegen planen wir zum Beispiel für die Artists hier immer 2 Tage extra einen meistens im Studio und meistens einen in dem Saal.
Ist aber nicht das Envelope, woran er dran... Nee, das Envelope, das sind Leute aus San Francisco, die, mit denen sind wir jetzt tatsächlich in Kontakt. Felix hat, glaube ich, auch einen Meeting heute oder so mit denen, weil die sind wahnsinnig interessiert, auch was wir hier machen. Und das Projekt von Felix heißt Grapes. Und das gibt es aber noch nicht. Aber wen das interessiert, der kann Felix ansprechen, der kann Beta-Testerin werden. Ja. Ich wollte auch noch kurz dazu sagen, Felix wird jetzt nach dem Ganzen, heute nach der Diskussion auch draußen in der Halle das vorführen, also so ein paar Aufnahmen abspielen. Okay, ja, gut. Dann könnt ihr euch das auch noch mal ein bisschen tiefergehend vorstellen. Und ich bin sehr dankbar, dass du es auch von den Basics her erklärt hast, weil ich denke, für viele Leute ist es noch nicht so nahbar und verständlich, wie dieses ganze System funktioniert. Natürlich gibt es Leute, die da tiefer drin stecken und sich mehr tiefergehende Informationen wünschen, aber an die einfach gesagt, so ihr könnt euch ja jederzeit auch an Zimt wenden oder an Felix und dann richtig Paul und Martin einsteigen. zum Beispiel, die beiden sind halt super krasse Experten, was das ganze Thema angeht. Die sind hier auch einerseits im Zimt, aber die haben eben auch ihr Studio hier im Kontor und sind eben oft auch hier. Und wir planen, genau, das haben wir jetzt eingereicht, vielleicht klappt es mit der Förderung. Wir haben wie so ein Open Lab Programm initiiert, wo es tatsächlich darum geht, dass man hier regelmäßig vorbeikommen kann, seine Fragen zu den Produktionsmethoden eben stellen kann oder man gemeinsam auch an Projekten arbeitet und überlegt, wie das weitergeht. Also da könnte es sein, dass es ab Sommer dann vielleicht auch einen festen Termin gibt. Das wäre natürlich cool. Ja, meine Anmerkung geht ein bisschen in die Richtung. In Berlin gibt es das Monom, ich weiß nicht, oder es gab es zeitweilig im Funkhaus in der Leperstraße, was manche vielleicht kennen, wo früher der DDR-Deutschlandsender gewesen ist. Und dort gab es eine wahrscheinlich noch ein bisschen elaboriertere Anlage mit Lautsprechertürmen, die eben auch weit über dem eigenen Kopf waren und dort gab es eine Art Residency und das habe ich mich halt gerade gefragt, ob das für euch auch vorstellbar wäre, wo die KünstlerInnen, die dann dort ihre Aufführung gemacht haben oder beziehungsweise deren Stücke dann dort gespielt wurden, die waren dann nicht mehr anwesend, die hatten eine Woche Residency sozusagen vor Ort, um das für den Raum zu entwickeln. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, dass ihr alleine hier zwischen den beiden Studios schon so einen großen Unterschied habt, und das natürlich bestimmt auch für euch Kosten auflaufen lässt, wenn das jemand anders nutzt, aber dass das vielleicht auch noch eine Variante oder ein Vorschlag wäre, sich sowas zu überlegen oder zu beantragen, inwiefern man das eben auch dann anderen Leuten mal zur Verfügung stellen kann als temporären Arbeitsraum, um überhaupt diese Technik zu entdecken. Ich persönlich wäre natürlich sehr interessiert, das auszuprobieren. Ja, wir überlegen auch, also hier ist halt, es ist auch cool, dass der Raum jetzt hier so eine Nutzung erfährt, wie es eigentlich auch ursprünglich angedacht war. Und hier ist, wir haben auch schon überlegt, ob hier vielleicht nicht auch ein 3D-Soundsystem rein kann, weil letztendlich ist es halt so, man kann natürlich immer diese 4-Speaker-Lösung eben nehmen oder ich mache das eben selber auch, das ist cool und man kann sich echt schon auf gebraucht sehr günstige Systeme holen, einfach mit so einem Home Receiver, die halt wirklich für diese 5.1 Systeme gedacht waren. Und da kann man, die haben meistens eben die Inputs, da gibt man die Outputs von der Soundkarte und kann wirklich relativ günstig sich selber so ein Surround-Sound-System machen. Aber die vertikale Achse, ne, das ist halt immer das Entscheidende. Und ja, und da unterscheiden sich dann eben auch die Produktionsmethoden, weil wenn man es natürlich nicht hört, kann man es natürlich auch nicht produzieren. So, man kann es sich vorstellen und so, aber es ist halt de facto nicht möglich, sich das sozusagen vorstellen, also das einfach zu produzieren, künstlerisch. Was wir gemacht haben zum Beispiel, weil wir uns mit unserer eigenen Software arbeiten, die Maze Tools Software, da können wir halt ein 7.1 Signal rausgeben
nativ. Das hat was damit zu tun, dass es mit Unity entwickelt wird und da es eben nicht weitergeht. Aber Martin zum Beispiel hatte dann voll die coole Idee. Der hat dann das Signal dupliziert und auf die höheren Ringe einen Filter angewendet, sodass das ganze Audiosignal nach oben hin in dem Frequenzbereich auch nach oben hin rutscht, also sozusagen, oder rutscht der, also angepasst wird, sodass die hohen Sounds eher oben sind. Und das ermöglicht natürlich auch eine interessante künstlerische Auseinandersetzung, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel so ein Surren von einer Fliege oder sowas oder so einen Vogelsound, der relativ hoch liegt im Frequenzspektrum, wird über das Soundsystem tatsächlich dann auch eher oben wiedergegeben. Und das ist dann wie so eine Brücke, also da muss man ja eben auch viel experimentieren. Ah, hinten hat es noch einen. Aber Achim, ich glaube, du hast zuerst. Ich glaube, ich habe auch nur mal mit so einer Lösung mal rumexperimentiert. Da ging es, ich glaube, das war eher so eine, also da konnte man halt auch so quasi also so über so einen Bereich einen Sound schicken und ich glaube, da ging es über Hallräume, also die dann eben quasi dazu gedichtet werden. Weil das wäre jetzt auch so meine Frage, ob es halt noch mehr Tools gibt, so neben den Kopfhörern. Das fand ich irgendwie eine coole Idee irgendwie, weil es jetzt so billig ist und irgendwie funktioniert. Also wie man das quasi noch selbst mit einfachen Mitteln oder einfachen Tools mal ausprobieren kann. Ja, also es gibt so eine Erfahrung auch mit solchen Binaural-Sachen, die wo es so YouTube-Videos gibt. Ne, das Interessante ist, dass YouTube zwar nicht 3D-Sound sozusagen streamen kann, aber es kann es, glaube ich, wiedergeben. Also man kann in YouTube, glaube ich, ein Video hochladen, was in 3D-Sound hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, aber das berühmteste Video ist sozusagen, um das zu fühlen, ist eben auch so eine Binauralaufnahme von jemandem, dem die Haare rasiert werden. Und da hat man halt wirklich dieses Gefühl, wenn man die Kopfhörer aufhat und eine bestimmte Lautstärke, dass halt einem die Haare abrasiert werden. Ja, das ist wirklich erstaunlich, dass das so wahrnehmbar ist. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Jetzt habe ich irgendwie gerade den. Ach so, der Hall. Ja, der Hall. Der Hall ist sozusagen nochmal eine komplett andere Sache, die im Prinzip im 3D-Audio halt eigentlich immer auch ein Stilmittel ist. Ne? Also man kann Hallräume erzeugen, indem jetzt der ganze Raum halt ausgemessen wird. Das wurde gestern hier gemacht. Da habt ihr vielleicht Felix und so hier gesehen. Da war einer da, die haben so ein System entwickelt, das heißt Vivace und das wird halt in so Opernhäusern eingesetzt. So, und da wird der komplette Raum ausgemessen und noch gemessen, wie die Lautsprecher sich verhalten und was für ein Rauschverhalten die haben und was sie dann kriegen dann separate Equalizer und so fort. Aber alles dient letztendlich dem Ziel, einen künstlichen Raum halt zu schaffen, der einem anderen Raum entsprechen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt den Raumhall nehme, zum Beispiel gibt es dann dieses Wort, diese Impulsantworten, ist da das Stichwort, zum Beispiel jetzt von Notre Dame oder jetzt hier dem Kölner Dom oder irgendwas so ein halliger Raum, ne, wo man weiß, okay, das halt jetzt, es könnte auch eine Höhle sein oder sowas halt oder irgendeine andere räumliche Charakteristik und dieses Hallverhalten kann halt dann simuliert werden. Also wenn ich die Daten habe, okay, wie funktioniert jetzt im Kölner Dom der Hall, was hat der für Werte, dann kann ich das über dieses Vivace-System, was hier implementiert werden soll, was die tatsächlich hier auch kostenlos zur Verfügung geben, weil die eben an Forschung und an Content interessiert sind. Das ist immer der Punkt, diese ganzen Firmen brauchen eigentlich Content, so. Kann hier ein Konzert so stattfinden von der Akustik, dass es so klingt, als wäre es eben im Kölner Dom. Und das ist halt nochmal so eine andere Ebene eigentlich, die dann auch schon gar nicht mehr von
Künstler überhaupt beeinflussbar ist, sondern wirklich erst dann hier in so einer Arbeit dann entsteht, wo das eben damit sogar gespielt werden kann als Stilmittel. Geht eigentlich voll entgegen dem von so einfachen Lösungen. Ja, ist eigentlich noch komplexer. Okay, die Frage hat sich erledigt von Tom, oder? Wenn ihr jetzt zu dem Vortrag keine direkten Fragen mehr habt, dann vielen Dank, Jakob. Dann würde ich... Danke. Dann würden wir vielleicht nochmal darauf eingehen, was es heute für Arbeitsfragen gehabt habt und ob wir die alle auch beantworten konnten oder vielleicht für alles auch Antworten finden konnten. Nochmal zurück, was heute für Vorträge waren. Das war einmal Franz Heinzmann, wie kann man dezentrale Medienplattformen funktionieren und warum gibt es das noch nicht? Technische und organisatorische Aspekte von Peer-to-Peer-Architekturen und Community-Owned Technology. Es war Alexa Steinbrück mit Demokratisierung von KI oder Machine Learning mit einem Fokus auf Film und Video. Sebastian Stickert mit Music in Extended Realities, technologische Herausforderungen und Potenziale. Und es war Jakob Gruhl vom ZIMT mit der Einführung in die 3D-Audio- und immersive Streaming-Lösungen. Und die Arbeitsfragen, die wir eigentlich oder die wir heute bearbeiten sollten, war, wie kann technisch der Zugang zu Kultur für Rezipienten verbessert werden? Welche technischen Grundlagen, Internetzugang, Hardware sind für Rezipientinnen in den jeweiligen digitalen Kulturvermittlungskonzepten notwendig? Wer könnte durch diese Voraussetzungen diskriminiert werden? Welche technischen Grundlagen sind nötig, um neue Werke zu schaffen, die auch auf digitale Vermittlung ausgelegt sind? Wie kann der Zugang zur Technik für Künstlerinnen und Musikerinnen geschaffen werden? Wie kann für Künstlerinnen und Musikerinnen Zugang zur Technik erleichtert werden, um digitale Werke zu schaffen, beziehungsweise in ihren digitalen Werken die digitale Vermittelbarkeit mitzudenken und auszuprobieren? Wie lassen sich auf Grundlage neuer Technologien hybride Konzepte der Kulturvermittlung entwickeln? Und welche Möglichkeiten der digitalen Kulturvermittlung existieren technisch unabhängig vom Angebot international marktbeherrschender Konzerne? Ich glaube, einiges haben wir ja schon sehr gut beantwortet. Gibt es in euren Augen irgendwas, was vielleicht noch weniger beantwortet worden ist? Ja, an der Wand sind auch noch die Fragen und ich weiß gar nicht, ist gerade noch jemand im Chat? Vielleicht gerne auch irgendwas dazu schreiben. Ja, mir fällt gerade noch so ein Aspekt ein, den ich heute Morgen nicht so richtig drin hatte, aber der mir jetzt bei der ersten Frage nochmal kam, nämlich bei dem nach der Zugänglichkeit. Und zwar sind fast alle so derzeitigen so Online-Publikationen und Verbreitungsformen immer sehr darauf ausgelegt, dass alle immer überall Internet haben, was in unserer Alltagswahrnehmung auch zu einem sehr großen Prozentsatz so ist, aber was natürlich für ganz viele Teile der Welt und auch für manche Zusammenhänge hier nicht so in der Form gilt. Und das ist auch eines der Aspekte, warum mich diese Peer-to-Peer-Geschichten so interessieren, weil da ganz oft ja so das Grundmodell ist, dass ich Inhalt dann auf lokale Geräte übertragen kann. Das kann ich auch, indem ich mir Sachen runterlade, aber sie von diesen lokalen Geräten dann in lokalen Netzen auch wieder weiterverbreiten kann. Also dass wenn was irgendwie ich dann hierher oder irgendwer hier im Raum quasi hierher gesynkt hat, dann könnte das über solche Peer-to-Peer-Geschichten hier wieder in den WLANs oder auch in solchen Mesh-Netzen oder so, die dann vielleicht noch ein bisschen weiter in der Stadt und so gehen, vorhanden sein. Und ja, gut, man weiß nie genau, was so wie wann passiert, aber so ein bisschen vorbereitet zu sein, sag ich mal, gerade wenn es auch so um Archivierung und langfristige Verfügbarmachung geht, dass vielleicht nicht immer überall Internet ist oder das Internet, das da ist, nicht für alle verfügbar ist oder manche Sachen geblockt sind und so, ist, glaube ich, so ein bisschen auch
solange man in entspannten Zeiten lebt, macht es vielleicht Sinn, sich darauf vorzubereiten. Das vielleicht noch so als ein Aspekt, warum ich denke, dass es schon interessant bleibt, da dran zu bleiben. Niki? Ja, das war Zustimmung, okay. Ich hatte mir heute Morgen noch eine Frage aufgeschrieben, die ich nicht gestellt habe. Ging auch so ein bisschen in die Richtung der Vorbereitung, beziehungsweise in dem von, wann fängt man an, sich mit solchen Technologien zu beschäftigen, weil ich habe bei allen Sachen doch irgendwie den Eindruck, es ist noch nicht so stabil und können wir überhaupt unsere täglichen Arbeiten und Strukturen darauf abstellen. Also macht es überhaupt Sinn, jetzt schon damit anzufangen? Natürlich im künstlerischen Aspekt ja, aber zum Beispiel, wenn ich an die Infrastrukturen denke, die wir dann entwickeln, dann muss ich die ständig dann neu entwickeln und sehr viel Geld investieren. Ist das so? Ja. Ich glaube, zuerst war Basti und dann Franz. Ich glaube, der springende Punkt in der ganzen Debatte ist eigentlich, es gibt Leute, die da dran sitzen und damit gerade schon arbeiten und die sind wahnsinnig abhängig von dem konzeptuellen Input und wir haben auch viel über Content gesprochen und auch dem Content und ich glaube, genauso wie sich die Seite, die Content kreiert, technische Lösungen erhoffen sich die Leute, die technische Lösungen schaffen halt den Input von der anderen Seite und das ist, glaube ich, einfach, liegt in der Natur der Dinge dann, dass die Dinge, die technisch noch nicht so stabil sind, trotzdem sich eben gerne auf eine solide konzeptuelle Basis stellen und deswegen ist ganz konkret, glaube ich, das, was Kulturschaffende und Künstlerinnen und Künstler für sich selbst auch abschätzen können, eben in welchem Rahmen und in welchem Format möchte ich mich damit gerne konzeptuell befassen. Ja, und dann klar irgendwie sich halt zumindest ein Netzwerk aufzubauen zu Leuten, die vielleicht damit arbeiten. Wie gesagt, ich habe das auch schon mehrmals hervorgehoben, ich bin gerne dafür ansprechbar, weil, glaube ich, alleine der Austausch darüber das ganze Thema auf eine ziemlich gute Art weiterbringt. Vor allen Dingen auch natürlich, um die Challenges zu identifizieren, über die wir uns ja auch da viel unterhalten haben. Franz? Ja, also da ist auch kann dem im Grunde auch jetzt aus so meiner Ecke so recht zustimmen zu dem, was du gesagt hast auch. Und es ist sicher so, dass vieles noch recht instabil ist und es birgt schon real die Gefahr, dass man anfängt, Sachen zu machen und ein halbes Jahr später feststellt, ja, ist nett, aber die Grundlage, auf der ich da aufgebaut habe, die gibt es nicht mehr so in der Form. Das heißt nicht, dass es die nicht mehr gibt, aber wenn dann sowas nicht weiterentwickelt wird oder Leute einen anderen Weg nehmen, dann kann man da als kleines Team im Normalfall auch nicht so sinnvoll mit weitermachen, weil man nicht die Kapazitäten hat, das, was da drunter liegt, dann selber zu übernehmen, sozusagen, was ja sonst teilweise die Alternative wäre. Also die Gefahr besteht schon, aber es gibt doch diverse Bereiche daran, wo man schon versuchen kann, auch langfristig zu denken. Also habe jetzt auch gar nicht so viel drüber gesprochen vorhin, aber diese gerade so Peer-to-Peer- oder Austauschgeschichten, die bringen auch nochmal ganz andere Challenges von User-Interfaces und Design und so und Interaction-Design und so mit sich. Also Key-Management ist so ein Schlagwort, vor dem man sich oft graust, weil es sehr schwer ist, zum Beispiel in einer einfachen Art und Weise umzusetzen, diese ganzen Hashes, Adressen und so weiter. Und das sind so Bereiche, da gibt es schon so eine gewisse Stabilität, dass man weiß, womit man rechnen kann und man dann da durchaus schon versuchen kann, Patterns zu entwickeln, auch wenn sich hinten dran vielleicht nochmal irgendwie was ändert. Und das andere ist, die Sachen werden nur stabil, wenn sie verwendet werden. Also irgendwann muss man halt anfangen und dann hoffen, dass es reicht. Simon? Ich wollte jetzt noch mal kurz auf den dritten Punkt oder die dritte Fragestellung, die wir uns gestellt haben, eingehen. Welche technischen Grundlagen nötig sind, um neue Werke zu schaffen, die auch auf digitale Vermittlung ausgelegt sind und wie dazu Zugang oder wie Zugang zu der Technik für Künstlerinnen, Musikerinnen, aber auch andere Leute geschaffen werden kann. Also genau, weil einerseits ist jetzt keine Werbung, aber so, es geht generell, glaube ich, viel auch darum, dass Menschen, die Technik zur Verfügung haben,
sich, wenn die Möglichkeit besteht und sie Interesse daran haben, sich auch Gedanken machen, wie kann ich vielleicht ein System entwickeln, dass andere das auch mitnutzen können, weil ich würde vermuten, dass ein Großteil der Technik, die irgendwie so in Städten rumschwirrt oder beim Menschen zu Hause vielmals einfach kaum genutzt wird und ganz oft rumliegt und dadurch einen ganz kleinen Teil ihres Mehrwerts erfüllen. Wir haben jetzt für uns, Hitness Club und Sphere Radio, haben über die Förderung, über die wir auch diesen Think Tank realisieren, sehr viel Technik uns anschaffen können, auch ganz bewusst unter dem Aspekt, dass wir die Menschen zur Verfügung stellen wollen, um so einen gemeinsamen Technikpool zu kreieren, weil es eben echt ein Problem ist, dass viele Leute sich das nicht leisten können. Und das können wir natürlich nicht einfach so machen, weil irgendwo muss es eine gewisse Gewährleistung geben, auch einen Versicherungsschutz, wenn irgendwas kaputt geht. Aber wenn Menschen jetzt unseren Vereinen beitreten, also Hitness Club e.V. oder unserem e.V., dann kann das mit Versicherungsschutz genutzt werden. Und ich würde an der Stelle auch gerne einfach nur alle Leute dazu motivieren, sich solche Systeme zu überlegen, weil ich glaube, da ist noch ganz viel möglich, Menschen eine Stimme zu geben oder einen Ausdrucksweg, wenn einfach Technik mehr verfügbar ist. Und gerade für die Leute, die einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu haben, sich die auch zu kaufen. Und gerade auch hinsichtlich Nachhaltigkeit auf jeden Fall ein unschlagbares Argument, glaube ich, so vorzugehen. Hier ist die nächste Meldung von Niki. Ja, Ähnliches gilt für alle freien Radios. Zumindest kenne ich keins, bei dem das nicht der Fall ist. Also zumindest Aufnahmetechnik oder eben auch Zugang zu Studios, um Sendungen zu produzieren. Viele haben auch noch Zusatzstudios, dass auch Werke sozusagen produziert werden können, jenseits vom aktuellen Sendebetrieb. Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein Zugang. Ich hatte jetzt gerade noch einen anderen im Kopf, aber der ist mir jetzt gerade entfallen. Also eben, ich denke, was vielleicht fast entscheidender ist die Zeit oder die Betreuung, die es braucht, um diese Sachen auch zu lernen. Also ich glaube, man kann inzwischen relativ einfach auf Sharing-Plattformen oder eben über solche Aktionen die entsprechende Technik finden. Das Problem ist aber auch, jemanden zu finden, der es einem zeigt, wenn man vielleicht nicht ganz so technikaffin ist oder besondere Bedürfnisse hat oder längere Zeit braucht, um was zu erlernen oder sowas, dass das auch ein Thema ist. Ach ja, genau, das Zweite, was mir eingefallen ist, was hier noch gar nicht zum Tragen kam, ganz, ganz klassische Orte, die sich jetzt irgendwie immer den dritten Ort auf die Fahnen schreiben, wie zum Beispiel Stadtbibliotheken, haben häufig auch eine Technikausleihe. Also es gibt in Berlin und ich weiß auch in Stuttgart, in anderen Städten Makerspaces, die an die öffentlichen Bibliotheken angekoppelt sind, und viele von denen haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man Tablets ausleihen kann, auch über einen relativ langen Zeitraum. Die sind nicht immer mit einer SIM-Karte versehen, aber zumindest hat man damit dann zumindest auch ein digitales Medium, mit dem man ja zumindest kleine Filmchen und sowas machen kann. Also das ist jetzt wirklich so für die ganz, wie soll ich sagen, also für ganz prekäre Situationen oder sowas. In der Regel, wenn man gar kein Einkommen hat, kosten die noch nicht mal Mitgliedsbeiträge, und eine normale Bibliotheksausweis in Deutschland kostet im Schnitt 10 € pro Jahr. Und damit kann man auch sehr, sehr viele digitale Ressourcen nutzen zum Beispiel, was ich auch immer vielen Leuten gerne also dass sie das nicht bedenken, aber weil man journalistisch zum Beispiel arbeitet und Recherchezugänge braucht, also jenseits einfach vom Buchbestand, gibt es darüber auch eine Möglichkeit, an Abos teilzunehmen, die man sich selber vielleicht gar nicht leisten kann. Also von Fachzeitschriften über auch Musikplattformen, vor allen Dingen im klassischen Bereich, ist das auch immer noch für mich zum Beispiel auch eine wichtige Quelle, um Musiken für meine Sendungen zu finden. Also jenseits von Bandcamp und Soundcloud und so weiter. Genau. Simon, wolltest du dazu noch mal was sagen? Ja, ich wollte nur kurz jetzt noch dazu was ergänzen, was Niki gerade auch gemeint hatte bezüglich des Wissens und der Fähigkeit, auch gewisse Tools nutzen zu können. Also da eben ja auch ein Grund, warum wir diesen Think Tank machen und auch so unsere Bestrebungen gehen auch wirklich in diese Richtung. Wir möchten dieses Wiki kreieren, und Teil dieses Wikis soll zum Beispiel unter anderem sein Tutorial-Sammlungen zu gewissen Sachen, die im Kulturbetrieb genutzt werden, wo das Wissen vielleicht für viele Leute auch nicht zugänglich ist. Also was heißt, weil sie das Studium in die Richtung nicht machen konnten oder einfach die Kontakte nicht haben zu einer Person, die es ihnen zeigen kann. Genau, also
da auch eben der Aufruf an alle, wenn ihr an gewissen Techniken arbeitet, Lösungsvorschläge habt, Ideen, wie gewisse Dinge umgesetzt werden können oder einfach auch professionell damit arbeitet, ihr wendet euch an uns und wenn ihr Lust habt, teilt euer Wissen und eure How-Tos, Tutorials. Sie müssen nicht unbedingt bei YouTube oder Facebook oder wo auch immer liegen. Die können auch irgendwo liegen, wo die Menschen sind, die das dann nutzen und nicht das Interesse verfolgt wird, damit Geld zu verdienen. Ja, um das vielleicht nochmal rund zu machen, bevor wir vielleicht noch kurz vorstellen, wie das morgen weitergehen soll, wäre es vielleicht toll, wenn jeder von euch nochmal einen Satz dazu sagt, wie heute dieser Tag der Technikimplementierung auf euch gewirkt hat, ob das zu technisch war oder nicht. Also die Frage war ja, für die ganzen Bedürfnisse, die wir in den letzten Tagen aufgerissen haben, gesellschaftlich, politisch und ökonomisch, sollen praktische Lösungsansätze gefunden werden, um das zu implementieren. Und da nochmal die Frage an jedem von euch, habt ihr da was gefunden, wo die Fragen, die in den letzten Tagen aufgeworfen sind, wirklich vielleicht auch eine Abdeckung im infrastrukturellen Bereich für euch gefunden haben? Also in der Technik. Also meint ihr, das kann man zusammenbringen? So auch in dem Hinblick, dass ihr vielleicht für morgen auch eine Arbeitsfrage wieder mitnehmt. Also wir können in die Richtung gerade mal anfangen. Ja, ich kann da... Kabel, Hilfe! Ich kann da jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich quasi heute erst hier reingeregnet bin und spontan mit eingesprungen bin. Also hatte ich jetzt keine Fragen von den vorherigen Tagen. Ja, aber auf jeden Fall sehr schön hier zu sein und eine Menge Input. Ich fuchse mich noch rein und werde morgen vorbeischauen. Also, ja. Und der nächste ist der Franz. Ja, ich bin auch gespannt auf morgen. Also ich glaube, es wird nicht ganz leicht sein, sich in der Fülle an Themen, die wir hier angerissen haben, für, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir morgen Workshop-Zeit? 3 Stunden oder sowas? Uns da irgendwie auf was zu fokussieren, wo man nicht nur nochmal quasi die ganzen Themen durchgeht. Damit ist die Zeit nämlich schon fast unwahrscheinlich. Da habe ich ein bisschen Respekt vor, aber ich bin gespannt, was wir da morgen noch machen. Ja. Hallo, ich konnte da leider erst seit heute teilnehmen. Wir sind erst gestern nach Leipzig gekommen und es war auf jeden Fall bis jetzt sehr inspirierend und ich freue mich sehr auf morgen und schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, ich denke, vieles von den Themen, die wir über die Woche aufgegriffen haben, ist auch heute wieder thematisiert worden. Ich bin da ganz bei Franz, so ein bisschen reserviert zu sein, was den morgigen Tag angeht, weil wir eben auch sehr viele, sehr große Themen angesprochen haben, sodass mir auch ein bisschen abhanden gekommen ist, in welche Richtung jetzt unsere ganz konkreten Anstrengungen auch morgen gehen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt auf das Vorgehen, aber ich bin mir auch sicher, dass da wieder, wie auch an jedem Tag bis jetzt, coole, verwertbare Einblicke und ein guter Austausch entstehen können. Ja, also ich fand das heute auf jeden Fall überhaupt nicht zu technisch. Im Gegenteil, also in mir hat das sehr viel Euphorie ausgelöst und Spieldrang. Und außerdem auch so ein Gefühl von, dass es über das hier hinaus einfach zu sehr schönen Zusammenschlüssen kommen kann. Und das finde ich daran sehr interessant. Und ich glaube, morgen ist wahrscheinlich allenfalls so ein Anfang von etwas, so mein Gefühl, weil es natürlich echt nicht viel Zeit ist, aber ich freue mich enorm auf den Versuch der Bündelung und des Loslegens. Ja, ich schließe mich an. Also wirklich zu 100% in dem, was du gesagt hast. Ich fand, es war jetzt weniger so lösungsorientiert heute, das war aber auch gar nicht meine Erwartung, als vielmehr inspirativ oder so, dass man das Gefühl hatte, okay, man kann noch über die Räumlichkeiten hinaus sozusagen andere Räumlichkeiten gestalten. Das schien mir irgendwie so das Thema zu sein. Und also ich finde es auch nicht verkehrt, von der Dramaturgie sozusagen von morgen zu erwarten, dass es vielleicht um so ein Zusammenraffen und ein lösungsorientiertes Denken geht und wie kann man
mindestens kommunikative Netzwerke entstehen lassen, mit denen wir in Zukunft zusammenarbeiten können zum Beispiel. Also mir ging es auch so, musste heute bei den ganzen Vorträgen an so viele vergangene Projekte denken, die man wieder so rausholen kann und verbinden kann, und finde es auch super, dass hier so eine schöne Infrastruktur ist, wo man das dann auch vielleicht auch draußen live testen kann. Ja, ich glaube, wenn man eine Lösung formulieren will, dann braucht man erstmal ein Problem. Heute haben wir, glaube ich, ganz viele Beispiele gehört, und ich bin eigentlich gespannt auf die konkrete Umsetzung, wenn es jetzt auch darum geht, weil im Anschluss an dieses Symposium auch konkrete Performances gestaltet werden, zusammen mit Anna zum Beispiel und auch mit Basti und genau. Und was ich auch heute noch mal so gedacht habe, ist, dass auch aus eigener Erfahrung mit VR zum Beispiel, ich irgendwann mal, als ich so selber in der Gestaltung von solchen Welten war, irgendwann so überfordert war, dass ich dann auch gemerkt habe, dass es eigentlich, ich dachte, naja, ist das dann die Zukunft, dass man irgendwie alles da drin ist? Und irgendwann habe ich mir dann das beantwortet, dass, nee, das ist eigentlich eine Erweiterung, und es kam heute auch mal so zum Gespräch, dass das eigentlich ein guter Punkt ist, und da fand ich von Carla eigentlich das ganz cool, dieses Beispiel halt mit dem Space, was nach Orchester klingt und so weiter. Und ich denke mal, in diesem Bereich halt irgendwie weiterzudenken und auch morgen irgendwie den Tag zu nutzen, auch um mehr Impulse zu nehmen für diese gestalterischen, performativen, theatralen und Konzertereignisse, die wir dann noch zusammen gestalten werden. Jetzt hatte ich gerade was richtig Gutes und habe es wieder vergessen. Ja, ich fand es sehr schön heute, dass viele Hürden für mich als jemand, der überhaupt nicht technischen Hintergrund hat, wurden Hürden eigentlich hauptsächlich abgebaut. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges in dieser Beschäftigung. Der Respekt vor der Technik ist immer so groß, warum auch immer. Und das Schöne ist aber, wenn man mal anfängt, dann merkt man, das sind eigentlich nur so kleine Häppchen und man muss einfach mal anfangen. Und ich glaube, das ist hier auch eine schöne Begegnungsmöglichkeit, und deswegen freue ich mich da auf morgen, um was sich zu begegnen. Ich kann mich da den VorrednerInnen nur anschließen. Ich fand die Vorträge alle sehr gut aufgearbeitet, sehr gut geredet, also wirklich dafür nochmal an alle Chapeau. Also man konnte sehr gut folgen. Ich habe mich sehr gefreut zu hören und zu sehen, wie das Zimt arbeitet. Ich glaube, wir müssen da nochmal quatschen. Ich sehe da, dass wir da vielleicht eine Brücke zu den Studierenden nach Dieburg, Darmstadt schlagen kann, den Sound- und Musikstudierenden. Die haben im 4. Semester immer das Kunstwerk zum Raumklang Vorlesung unter dem Professor Greiner, und ich glaube, der sucht da auch immer oft neue Connections, und du hast ja auch den Satz gesagt, es fehlt an Content. Ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Und ja, dann bin ich auch gespannt auf morgen. Wird gut, wenn es so wird wie heute. Ja, ich habe jetzt von der Woche leider nicht so viel mitbekommen, aber dafür ein bisschen vorher was von der Planung auch, und ich finde, dass es halt auch wirklich cool ist, das zu verdeutlichen, dass es eben nicht zu spät ist, sich damit so auseinanderzusetzen, als vor, was weiß ich, 4 Jahren irgendwie die ersten, jetzt so Oculus so groß wurde oder so, und dann gab es schon die Experten auf den Podien und die wissen Bescheid und so. Aber eigentlich ist es nicht so. Eigentlich hat sich seitdem gar nicht so viel an Wissen weiter entwickelt, sondern es ist eben immer nur durch experimentieren und selber ausprobieren sind Leute weitergekommen, und deswegen finde ich diesen Knowledge Sharing und dieses gemeinsam Pools schaffen und dann eben sich gegenseitig das beizubringen, halt finde ich super wichtig. Genauso jetzt das Streaming-Thema so, ne, das halt wirklich sehr schnell dann die Tools zusammengesteckt sind und zusammen das System aufgebaut ist, um einen Stream zu machen, auch in ziemlich guter Qualität. Ich bin dann immer wieder beeindruckt, wie gut hier diese Qualität war von dem Stream, als ich mal reingeschaut habe und so. Und ja, das bin ich sehr optimistisch, finde ich sehr cool.
So, sage ich auch noch mal was? Genau. Ich höre mich selber gerade. Das ist auch immersiv. Genau. Ich komm von der Kulturlounge und der Pierre bin ich. Und ich habe einen kleinen Raum mit Kunstprojekten schon seit 10 Jahren. Und die Digitalisierung, die wir in den letzten 2 Jahren mitbekommen haben, ich muss das mal runternehmen, oder Gott? Sonst wäre ich wahnsinnig. Genau, also die Digitalisierung, die wir ja alle zusammen erlebt haben, die hat uns ja übermannt und völlig überfahren, aber wir sind ja damit klargekommen und jeder weiß jetzt, okay, ein Workshop auf Zoom ist ganz normal und wir treffen uns auf Zoom oder auf anderen Plattformen und wir haben auch damit rumexperimentiert, gerade weil wir so viel Zeit hatten bei uns und ich hatte mich extra für heute angemeldet, habe auch gesagt, komm, ich mache auch gleich den Schnitt, damit ich auch eine Aufgabe habe und ich fand es total inspirierend, weil gerade Maze Tool ja auch schon mal in der Kulturlounge war und da wir auch schon Konzerte gemacht haben mit Maze Tool, tatsächlich mit einem Projekt, was total toll ist. Zimt habe ich von Weitem verfolgt und sagte, Mensch, ich muss um die hierher. Ne? Und wir hatten auch mit Hubs, Mozilla Hubs, so ein integratives Projekt, wo man halt die Kulturlounge nachgebildet hat, wo man reingegangen ist plötzlich und dann mit VR plötzlich im Club steht und da halt den DJ gesehen hat und da sind wir auf unsere Probleme gekommen, ne? Gerade jetzt wie der Ton ist oder ähnliches und ich denke genau diese Tatsache, dass wir uns alle gemeinsam mit unseren kleinen Problemen mal gestellt haben heute, kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir vielleicht sogar die Digitalisierung 2.0 oder 3.0 hinkriegen. Also nicht nur Zoom jetzt akzeptieren, sondern auch akzeptieren, dass 3D-Sound möglich ist, dass wir uns erweitern können im digitalen Raum, dass wir kompletter werden als Mensch auch, nicht nur im analogen, sondern auch im digitalen Bereich. Und das hat mir heute super viel gegeben. Und danke an alle Beitragenden. Also es war ein mega Think Tank heute. Also danke. Ja, ich wusste gerade gar nicht, was ich eigentlich sagen soll, weil es so viele Eindrücke und Erfahrungen und neue Erkenntnisse die letzten Tage waren, dass es irgendwie total schwer ist, das jetzt so kurz runterzubrechen. Will ich eigentlich auch gar nicht, deswegen möchte ich eigentlich an der Stelle nur sagen, dass es für mich vor allem, was jetzt gerade hängen bleibt, ist einfach, dass ich sehr dankbar bin dafür, dass so viele Menschen sich jetzt hieran beteiligen und bereit sind, irgendwie da mitzuhelfen und sich offen, kritisch, ohne Scheu auch, das habe ich das Gefühl, oftmals äußern zu ihren Erfahrungen, auch wenn sie Sachen nicht gut finden. Und dass ich denke, dass das so eine Grundlage ist, die nicht aufhören darf, sich stetig auszutauschen aus verschiedenen Disziplinen, Blickwinkeln, um das weiterzuentwickeln, woran wir arbeiten, mehr zusammenzufinden und vor allem sich immer mehr und niemals auch aufzuhören, damit sich unabhängig zu machen von Dingen, die man nicht gut findet und auch wirklich strikt dabei zu sein und nicht Dinge dann einfach zu nehmen, weil es bequem und einfach ist, sondern einfach zu sagen, so okay, ich gehe den komplizierten Weg und versuche es einfach und unterstütze, wo ich kann, wenn Leute irgendwie an Sachen arbeiten und ich vielleicht mit meinen Kompetenzen ein Stück weit das erleichtern kann. Genau, und vor allem aufeinander zuzugehen und Interesse auszudrücken und zu zeigen, so hey, ich finde das gut, was du machst, lass uns mal austauschen und sehen, wo wir irgendwie zusammenkommen können und voneinander lernen können. Und genau, also vielen Dank an euch alle und alle Leute, die auch zuhören und zuschauen. Ja, vielleicht, ich hoffe, dass wir das vielleicht regelmäßig machen können und würde mich auch total freuen, wenn Menschen dazu beitragen, dass das immer spannender wird und sich weiterentwickelt und wir ganz viel daraus ziehen. Das war sehr interessant heute und die Vorträge waren sehr gut und also alles, was man sagen konnte, wurde jetzt von irgendjemandem schon gesagt. Ich habe mich immer gewundert, wie das so ist in diesem Zimt. Ich habe hier vor 5 Jahren mal so ein immersives Konzert gesehen, oder vor 4 Jahren, vielleicht eher 5. Und es war also so ein Sinnesrausch, dass ich mich immer gewundert habe, wie sind denn die Leute so drauf, die sowas machen. Und jetzt ist es irgendwie 4, 5 Jahre später und ich habe mich gewundert, und jetzt ist hier so eine, ja, also wie auch immer das zusammengekommen ist. Also ich komme hier eigentlich so ein bisschen wie, so naiv rein eigentlich. Und es waren sehr, sehr viele, sehr interessante Themen und auch interessant, wie das miteinander verknüpft ist und alles. Ja, ich gehe jetzt hier auch optimistisch, wohlgenährt, spieleifrig, wie sagt man, also Spiellust ist geweckt, Spieltrieb ist geweckt. Und überhaupt, ich habe jetzt ganz schön großes, buntes Wollknäuel im Kopf nochmal, also tolle Sache, was hier entstanden ist.
Ich weiß gar nicht, ob ich morgen da bin, aber also das kann eigentlich nur super sein, was hier stattfindet. Ups, oh. So, jetzt sehe ich euch auch. Ja, ich habe einen Wunsch tatsächlich, hauptsächlich einen technischen Wunsch. Und zwar wünsche ich mir, dass die externen irgendwie auch noch besser implementiert werden. Also ich würde die einfach total gerne sehen und habe mich gefragt, inwiefern es möglich ist, morgen zumindest irgendwie für den Abschluss noch so eine Art Online-Call oder sowas zu machen, um auch da nochmal eine Feedbackrunde mit denen zu machen, die jetzt die ganze Zeit extern zugehört haben. Ich habe da per E-Mail tatsächlich ganz altmodisch ein paar Rückmeldungen bekommen, manchmal auch eine SMS oder sowas. Aber es sind ja eben also Leute, die mehr zugehört haben, also das radiomäßig verfolgt haben, weniger Chat-affin sind. Genau, und eine kleine Hausaufgabe, weil ich morgen den Tag anmoderiere, auf jeden Fall hätte ich auch noch gerne an euch gestellt. Und zwar fände ich super, wenn sich jeder von euch, also vor allen Dingen sind ja einige auch wirklich die ganze Woche hier gewesen, wenn ihr euch die Kernaussagen der einzelnen Tage vielleicht überlegt, dass wir die dann morgen zumindest zusammentragen können, um auch für jeden nochmal zu vergegenwärtigt zu haben, was dann eigentlich so für euch die entscheidenden Punkte dieser Tage gewesen sind. Und gibt es noch, wollt ihr euch noch dran beteiligen, Draco? Und, viele unterschiedliche Themen. Ich finde gut, wann die unterschiedlichen Bereiche kommen zusammen. Viel gelernt und ja, vielen Dank. Und die Doku war natürlich wieder total fleißig und heute war auch gar keine Zeit, alles einzubinden, aber ich glaube, dazu kommen wir morgen und vielleicht sagt ihr auch noch kurz, wie ihr das jetzt heute gefunden habt, wenn das Mikro kommt. Ja, ich war heute den ersten Tag da. Ich konnte die letzten Tage leider nur so ganz kurz reinseppen und fand das da schon sehr interessant. Ich war so ein bisschen skeptisch für diese technische Thematik, aber am Ende hat es mich doch ganz schön gefesselt, weil es schöne Einblicke gab, irgendwie auch für jemanden, die sich vorher nicht so damit befasst hat. Und die vorletzte Frage wurde jetzt, ich kann es gerade nicht lesen, wurde jetzt noch nicht so wirklich beantwortet, aber ich glaube, das ist was sich dann morgen beantworten lässt. Da geht es um die hybriden Konzepte. Genau, da bin ich gespannt. Ja, ich fand es heute auch sehr interessant. Ich bin morgen aber leider auch nicht mehr dabei und kann deshalb gar nicht mit überlegen. Aber für mich war es jetzt trotzdem sehr spannend und ich war ein bisschen traurig, dass ich jetzt auch erst zum Ende hin hier war und auch so spät, weil also ich habe letztes Jahr an so einem Projekt gearbeitet, wo es ganz viel um so Verzahnung von digital und analog ging und jetzt habe ich erst gemerkt, es hätte noch so viele Möglichkeiten gegeben, noch so viele andere Sachen da einzubauen und ja, ich habe ganz viel Neues kennengelernt heute. Ja, so ging es mir heute auch. Ich habe auch noch wieder was Neues erfahren, was ich noch nicht gewusst habe und ich fand es auch sehr spannend. Mir als Ingenieur, ich habe auch wieder so ein bisschen den Eindruck, dass ich noch mehr Lust drauf bekommen habe, mich mit neuen Visionen zu entwickeln. Und darum geht es ja auch hier in dem Think Tank. Da beschäftigt man sich mit Visionen und man sieht, es geht nicht aus und alle haben immer neue Visionen. Simon, möchtest du noch sagen, wie es morgen weitergeht? Genau. Also es war super schwer im Vorhinein zu sagen, wie dieser letzte Tag wirklich aussehen soll und was Sinn macht. Deswegen, wir haben bisher so einen Entwurf gehabt, wie das ablaufen könnte, aber der hat sich natürlich jetzt über die Woche hinweg so vielleicht ein bisschen verändert, weil die Erkenntnisse jetzt auch aus diesen Tagen natürlich dazukommt. Bisher war die Idee, wir haben so Problemstellungen, Herausforderungen, die wir erkennen jetzt über die Woche hinweg und wir teilen kleine Gruppen ein, die sich dann diesen Problemstellungen, Herausforderungen widmen und sich überlegen, wie man einen möglichst ganzheitlichen Lösungsvorschlag irgendwie erarbeiten kann zu den einzelnen Problemstellungen. Jetzt ist aber so dazu gekommen, dass wir auch eigentlich total viele Inhalte gesammelt haben, die eine super Grundlage für einen
Manifestentwurf zum Beispiel auch darstellen, der sicherlich nötig ist, wenn man irgendwie sowas wie ein Wiki kreiert, weil es total wichtig ist, sich auch darauf zu einigen, unter was für Werten, Idealen und Prinzipien man sowas ermöglicht. Und noch dazu natürlich auch so generelle Ansätze, die jetzt gar nicht unbedingt ein Lösungsvorschlag sind, sondern so möchten wir arbeiten. Also so Umgangsformen, auch die mit Sicherheit auch irgendwie Prinzipien sind. Aber genau, also von dem her ist es bestimmt jetzt auch ein Stück weit wichtig und interessant, dass wir in einer Weise auch zusammen überlegen, wie wir am besten mit diesen Informationen umgehen können, weil wir möchten in dieser Situation, also möchten eigentlich nicht in diese Situation kommen, dass wir irgendwie eine Art Dienstleisterposition einnehmen, wo wir euch sagen, wie wir irgendwas machen, sondern im Idealfall entscheiden die Menschen, die da mitwirken, zusammen auch so gut es geht, wie das abläuft. Ich weiß, das ist schwierig und auch nicht so leicht zu moderieren. Aber also wir werden auf jeden Fall uns heute hier jetzt nach dem Programm und der Vorführung im ZIMT hinsetzen und auch dazu nochmal überlegen. Und wenn es Leute gibt, die sich daran beteiligen wollen, ist das richtig toll und hilft dem sicherlich. Und morgen genau, gibt es sicherlich da auch die Möglichkeit in der Früh auch nochmal zu überlegen, so hey, wie können wir das, was wir jetzt vorbereitet haben, nochmal ein bisschen erweitern, um den ein oder anderen Ansatz, den Personen einbringen wollen. Ja, dann werden wir uns morgen in alter Frische wiedersehen und ich bedanke mich, dass ihr da wart und habt noch mal was. Entschuldigung. Wir haben glücklicherweise über das ZIMT, weil die Menschen jetzt in dem Chat haben natürlich jetzt gar nichts davon, dass wir jetzt im ZIMT die Anlage hören können, auch noch eine Datei zur Verfügung gestellt bekommen oder eine Aufnahme, die binaural soweit ich weiß, im ZIMT aufgezeichnet worden ist. Ich werde in dem Telegram-Kanal nochmal ankündigen, was das genau ist, welche Person das produziert hat. Und genau, das könnt ihr, wenn ihr euch Kopfhörer aufzieht, könnt ihr sozusagen eine binaurale Wiedergabe von einem Stück mithören. Genau. Den Telegram-Kanal erreicht ihr über unsere Homepage, da ist der verlinkt. Und vielleicht sagt mir Anna kurz den Link, den sie in dem Telegram kurz nachgucken. Kannst du den schnell nachschauen, wie die Adresse von dem Telegram-Kanal ist? Ja, einen Moment, den sage ich auch hier gerne noch kurz durch. Also t.me/sphereradio. Und das heißt, alle anderen können jetzt im ZIMT noch einen binauralen Klang hören. Und damit schönen Abend.